Ja, das ist wieder Musculus. Heute mit dem Thema Studieren und Ausbildung mit einer Muskelerkrankung. Dazu besucht uns heute Jakob Schriefl. Herzlich willkommen, Jakob. Hallo, freut mich. Schön, dass Sie da sind. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Jakob Schriefl. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Student an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Ich beginne jetzt nächstes Monat mit meinem letzten Semester im Masterstudium der Volkswirtschaftslehre. Und ja, ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was darüber erzählen kann. Wie war denn der bisherige Ausbildungsweg und wie haben Sie ihn erlebt? Also begonnen hat meine Ausbildung in Burgenland. Ich bin Burgenländer gebürtiger. Ich war dort auf einer Handelsakademie und bin dann für mein Studium nach Wien gewechselt, habe meinen Bachelor bereits in Wien absolviert an der Wirtschaftsuniversität und bin dann geblieben für meinen Master und im Zuge dessen auch nach Wien umgezogen und habe es bisher sehr genossen und ich freue mich schon auf den letzten Weg in meinem Ausbildungsweg. Bisschen reichen tut es mir jetzt auch schon, aber es hat mir sehr gefallen bisher. Sie sind an SMA erkrankt. Was waren denn die größten Hürden, die Sie im Zuge Ihres Studiums erlebt haben? Ja, die Behinderung ist natürlich immer ein Thema, auch im Ausbildungsweg. Ich hatte von der Schule an auch bereits Betreuerinnen und Betreuer bzw. persönliche Assistenz. Und das war wahrscheinlich auch das größte Thema, wenn es dann in Richtung Studien ging. Prinzipiell muss man sagen, es gibt in Österreich tolle Unterstützungsmöglichkeiten. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, bedarfsgerecht betreut zu werden, beziehungsweise ein Stundenausmaß zu bekommen, das angemessen ist. Man muss sehr oft erklären, warum man so viel braucht, für was man genau eine Unterstützung braucht. Das kann oft sehr mühsam sein, aber wenn das einmal ins Laufen kommt, dann funktioniert es in den meisten Fällen auch sehr gut. Sie waren und sind viel unterwegs, haben sogar im Ausland studiert. Was waren denn da die schönsten Momente? Vielleicht sogar im Zusammenhang mit Ihrem Handicap? Ja, ich habe die große Freude gehabt, im Jahr 2019 ein Auslandssemester in Paris zu absolvieren. Über Erasmus ging das damals. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich in Paris angekommen bin und dann, wir haben in der Nähe von Sacré-Cœur gewohnt, also im Norden, in Montmartre. Und von dort oben hat man einen tollen Überblick über die ganze Stadt. Und ich kann mich noch wirklich genau an den Moment erinnern, als ich dort oben gestanden bin, gemeinsam mit meinem persönlichen Assistenten und dieses Gefühl des Ankommens gehabt habe. Also dieses Gefühl, dass ich habe es geschafft, trotz meiner Behinderung, trotz der ganzen Hürden, die damit verbunden waren. Das war vermutlich der schönste Moment in meiner bisherigen Ausbildung. Was sind denn so Ihre Tipps für andere Betroffene im Hinblick auf ihre Ausbildung oder ihr Studium? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist es, einfach offen zu kommunizieren mit allen Stellen, die einem helfen können und die auch von der persönlichen Situation betroffen sind. Es gibt an jeder Universität, an jeder höheren Bildungsstelle, auch in Schulen, gibt es immer Personen, die zuständig sind, damit einem der Alltag erleichtert wird. Man muss sich melden, man muss sagen, was man braucht und man muss hier und wieder auch ein bisschen nerven und ein bisschen nachhaken. Man hat Ansprüche und diese sollte man auch in Anspruch nehmen, beziehungsweise seine Rechte, auf die sollte man auch beharren. Was ist denn die beste Anlaufstelle für Studierende mit Behinderung? Also prinzipiell kann man sich immer an die österreichische Hochschülerinnenschaft wenden. Es gibt aber auch an jeder Uni, an jeder FH sogenannte Ombudsleute, an die man sich wenden kann. Oder immer ein guter Ansprechpartner sind auch große Behindertenorganisationen wie Bizeps in Wien oder der ÖZIF Burgenland im Burgenland. Also da gibt es wirklich tolle Anlaufmöglichkeiten, wo man sich Tipps einholen kann. Was wünschen Sie sich denn gesellschaftspolitisch betrachtet für Menschen mit Behinderung in Bezug auf ihren Ausbildungsweg? Ja, mein großer Wunsch wäre natürlich, dass
ein Studium oder eine Ausbildung in welcher Form auch immer mit Behinderung kein Sonderfall mehr ist oder hoffentlich bald kein Sonderfall mehr sein wird. Und da ist, glaube ich, die persönliche Assistenz der Schlüssel, das zu erreichen. Es muss einfacher werden, eine persönliche Assistenz in einem bedarfsgerechten Ausmaß zu bekommen. Und dafür setze ich mich auch persönlich sehr ein. Ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Punkt in dem Zusammenhang. Gibt es schon einen Berufswunsch für nach dem Studium? Das ist schwierig zu sagen. Es gibt so viele Bereiche, die mich interessieren. Ich denke da ein bisschen Step by Step, würde ich sagen. Es verändert sich auch laufend, wo es hingehen soll. Ich habe einige Praktika schon gemacht und viele Bereiche, die mich wirklich interessieren würden. Ich möchte mir das aber noch ein bisschen offen halten. Vielen Dank, lieber Jakob Schriefel, dass Sie uns so bereitwillig Auskunft gegeben haben, auch Einblick in Ihr Leben und alles Gute weiterhin. Dankeschön, hat mich gefreut. Ja, das war Musculus. Wenn Sie noch Fragen haben zu neuromuskulären Erkrankungen oder Muskelerkrankungen im Allgemeinen, dann schauen Sie doch einfach einmal auf unsere Homepage muskelforschung.at. Weitere Informationen finden Sie in der Infobox. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Bitte denken Sie an ein Gefällt mir, ein Abonnement unseres Kanals, vielleicht auch ein Teilen dieser Videos und wie immer denken Sie dran, Wissen hilft.